Hallo zusammen, heute stelle ich euch meine Rollschneider vor, wie wir sie pflegen und worauf wir beim Kauf achten sollten. Darum geht es in diesem Video. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, hier geht es um Patchwork-Quilten und um kleine Nähprojekte. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir fangen an. Der erste Rollschneider, den ich zeige, ist tatsächlich der allererste Rollschneider, den ich mir gekauft habe, damals noch im Baumarkt, so als Billigteil, eine Mark oder so. Keine Ahnung, super billig und so ist er auch. Wir haben eine Platte, die wir zur Seite schieben oder über die Schneide schieben können. Das rappelt sich ganz schnell lose. Wir haben zwar eine Griffmulde, aber aus der Griffmulde rutscht man tatsächlich ab. Und entweder geht es ganz schwer oder es geht gar nicht oder es fällt von alleine auseinander. Hände weg von Billigprodukten. Der nächste Rollschneider, den ich euch zeigen möchte, das ist der Rollschneider von Guss & Mason. Wir haben einen stabilen Griff, er ist sehr leicht. Wir können unsere Hand, unseren Daumen auf Rillen legen. Wir haben die Rillen auf beiden Seiten. Er hat keine extra Rechts-Links-Justierung, die braucht er nicht. Wir haben hier einen Schieber. Wenn wir den Schieber zurückziehen, dann setzt sich die Klinge gerade nach vorne frei. Das heißt, egal ob wir jetzt als Rechtshänder schneiden oder wir schneiden als Linkshänder, wir haben immer die gleiche Klingenstellung. Wenn wir die Klinge sichern wollen, schieben wir den Hebel einfach wieder zurück. Wenn wir die Klinge tauschen möchten oder wir möchten den Rollschneider reinigen, können wir einmal die Schraube lösen. Wir haben diese Feder, auf die wir immer achten sollten. Wir haben unsere Schneide und wir haben die Platte, auf der wir die Schneide wieder aufsetzen. Die hintere Konterschraube nehmen wir auch eben zur Seite. Und wir haben hier relativ wenig Möglichkeiten, in denen sich Dreck verfangen kann. Wir können also den Rollschneider ganz einfach mit einem Pinsel reinigen. Wenn wir den Rollschneider wieder zusammensetzen, dann ist das eine ganz gute Idee bei allen Rollschneidern, wenn wir einmal einen Tropfen Öl nehmen und den Tropfen Öl auf der Plastikscheibe verteilen. Eine neue Klinge kommt geölt daher, die setzen wir schon geölt ein. Wenn die Klinge älter wird und wir sie viel gebraucht haben, dann ist der Ölfilm völlig verschwunden. Der sorgt aber auch für einen reibungslosen Ablauf. Das heißt, wir setzen unsere Schraube wieder ein, setzen unsere Klinge auf und drehen das Ganze so ein bisschen herum. Ein Rollschneider lässt sich dann noch viel leichter zusammensetzen, denn wenn wir das Ganze jetzt umdrehen und sogar wenn wir so ein bisschen federn, dann haftet die Klinge schon. Er fällt also beim Zusammensetzen nicht wieder auseinander und wir schrauben ihn wieder zu. Drehen die Schraube nicht zu fest, denn wir möchten das Ganze ja noch bewegen können. Und dieser Tropfen Öl, hier sehen wir jetzt ein bisschen die Schlieren, der versaut nicht unsere Näharbeit. Er macht aber das Rollen der Schneide wesentlich gleichmäßiger. Man merkt den Unterschied. Als nächstes haben wir den Rollschneider von Clover. Der Rollschneider von Clover ist ganz ähnlich aufgebaut. Wir haben einen runderen, stabileren Griff. Anstelle der Rillen haben wir hier eine Gripfläche. Unser Daumen haftet sehr gut. Und wir können mit Hilfe dieses Drückknopfes wieder unsere Sicherung zurückziehen oder nach vorne schieben. Und wir haben eine Links-Rechtshänder-Orientierung. Wenn wir hier jetzt schauen, hier sieht man jetzt ein L. Das heißt, im Augenblick ist diese Klinge für Linkshänder ausgerichtet. Unsere Sicherung zieht sich zur Seite hinweg. Wenn wir mit diesem Rollschneider schneiden möchten, können wir ihn viel flacher und gerader ansetzen beim Schnitt, als das mit dem Guss & Mason ging. Und wir können mehr Druck ausüben. Wenn wir aus dem Linkshänder-Rollschneider einen Rechtshänder-Rollschneider machen wollen, können wir ihn auseinanderbauen. Wir lösen einmal auf der Rückseite die Schraube. Wir entfernen wir entfernen die Konterschraube und wir haben unsere Schneide. Wir heben einmal diese Rechts-Links-Platte hoch. Wir nehmen das links nach hinten, drehen das rechts nach vorne und setzen das Ganze
mit dem R wieder ein. Auch hier gilt ein Tropfen Öl, wenn wir den Rollschneider gereinigt haben. Auch den Rollschneider können wir ganz hervorragend, da ist sogar noch ein bisschen Dreieck, können wir ganz hervorragend mit einem Pinsel reinigen. Wir legen die Schneide auf und wir drehen die Schneide wieder so ein bisschen herum. Wir setzen die obere Schraube ein und sichern mit der Konterschraube. Wir haben hier eine kleinere Klinge. Die kleinere Klinge eignet sich ganz hervorragend, wenn wir Kreise mit einem Lineal zuschneiden möchten oder wir kommen ein bisschen weiter in Ecken. Das kann auch sinnvoll sein. Dazu werden wir noch Videos machen. Der nächste Rollschneider, den ich hier habe, man kann das schon gar nicht mehr lesen, das ist der Rollschneider von Omnigrid. Das ist der von mir meistgebrauchte Rollschneider bisher. Er hat ein bisschen mehr Gewicht, er liegt sehr gut in der Hand. Er hat sehr vertiefte Rillen, damit wir eine gute Führung haben. Wir haben einen Schutzmantel um unsere Klinge herumgesetzt, den wir zur Seite schieben, sodass wir ihn leicht wegschieben können beim Arbeiten, oder den wir zur anderen Seite schieben, sodass er schwerer beweglich ist. Ich finde den Unterschied nicht so sehr wahrnehmbar. Vielleicht ist mein Rollschneider auch zu alt dafür. Wenn wir den reinigen wollen, ist das ein bisschen aufwendiger. Wir lösen wieder die hintere Schraube und wir nehmen den vorderen Aufsatz weg. Und unsere Schneide, unsere Klinge rutscht dann schon zur Seite. Wir haben sehr viele Vertiefungen. Wenn wir den Rollschneider zusammensetzen möchten, setzen wir unsere Klinge auf. Hier ist es jetzt mit dem Ölen ein bisschen schwieriger. Wir verteilen trotzdem ein bisschen Öl über die ganze Bahn, schließen das Ganze, schrauben den Rollschneider direkt richtig zusammen. Wenn wir den Rollschneider zusammengebaut haben, bewegen wir die Klinge einfach ein paar Mal. Dann verteilt sich das Öl beim Arbeiten von alleine. Der neueste Rollschneider in meiner Sammlung, das ist der Rollschneider von Lange & König. Der liegt wunderbar in der Hand. Er hat eine extra Führung und er hat gleich mehrere Sicherungen eingebaut. Wir haben einmal die Knopfsicherung. Wenn die aktiv ist, können wir gar nichts mehr bewegen. Und wir haben die Griffsicherung. Wenn wir die Knopfsicherung gelöst haben, dann können wir erst schneiden, wenn wir den Griff nach innen schlagen. Mit der Feststellschraube können wir auch die ausgefahrene Klinge feststellen und wir können das Ganze wieder komplett schließen. Auf der Rückseite haben wir eine große Schraube. Wenn wir die lösen, fällt unser Rollschneider auseinander und endlich mal ein dreckiger Rollschneider. Yay! Auch den können wir ganz leicht mit einem Pinsel reinigen. Denkt daran, auch wenn ihr reinigt, auch die Klinge zu reinigen. Wir schauen uns den Rollschneider an. Wenn die Klinge ab ist, sieht er von beiden Seiten gleich aus. Das heißt, wir können jetzt beim Zusammenbauen überlegen, möchten wir eine Rechtshänderklinge oder eine Linkshänderklinge wählen. Hier ist entscheidend, in welche Richtung geht der Druck. Ich habe den ganzen Rollschneider als Gegendruck für meinen Schnitt, mein Lineal, mein Rollschneider. Das heißt, meine Rechtshänderseite setze ich hier meine Klinge an, bei der Linkshänderseite setze ich die Klinge auf die andere Seite. Ich möchte meinen Rollschneider wieder als Rechtshänder-Rollschneider zusammensetzen. Das heißt, ich gebe auf diese Seite meinen Tropfen Öl, setze die Klinge auf, drehe die Klinge ein bisschen. Dann verteilt sich wieder das Öl und die Klinge fällt gar nicht mehr runter. Ich setze die Sicherung, die Feder und am Ende unsere Kontermutter. Die setzen wir nicht zu fest, damit sich der Rollschneider bei Gebrauch auch noch bewegt, damit die Schneide wieder zurückschnellt. Bei Rollschneidern mit geradem Griff ist die Möglichkeit gegeben, dass man umgreifen kann, und bei Leuten ohne Handprobleme ist das eine wunderbare Sache. Bei Menschen mit Handproblemen ist ein ergonomischer Rollschneider ganz angenehm, so wie dieses Modell. Wir können den Rollschneider in eine Faust greifen und wir können den Daumen auflegen. Wir haben allerdings auch
nicht weitere Möglichkeiten, ihn zu greifen. Wir sehen also, wir haben einen ziemlichen Rollschneider-Dschungel. Es gibt unterschiedliche Modelle. Worauf ihr beim Kauf eines Rollschneiders achten solltet, ist tatsächlich der Griff. Welcher Griff liegt gut in eurer Hand? Welcher Griff ist für euch gut zu bedienen? Und an welchem Griff könnt ihr auch den Öffnungs- oder Schließmechanismus wunderbar bedienen? Welchen der Rollschneider könnt ihr mit einer Hand während des Arbeitens gut kontrollieren. Das sind tatsächlich ganz unterschiedliche Handgefühle und das hängt dann ab vom jeweiligen Benutzer. Denn wir üben mit den Rollschneidern Druck auf die Handgelenke aus und je nachdem, wie wir unser Handgelenk ausrichten, arbeiten wir sehr gerne sehr lange oder wir sind sehr schnell mit der Arbeit fertig. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen geholfen und ihr findet für euch den idealen Rollschneider. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiternähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.